Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Yuto aus Japan und wohne in München, Deutschland. Heute möchte ich euch gerne die Unterschiede in Bäckereien zwischen Japan und Deutschland erzählen. Sowohl in Japan als auch in Deutschland gibt es in Bäckereien viele verschiedene leckere Brote, aber es gibt auch dazwischen viele Unterschiede. Also, los geht's! Erstens die Auswahl von Brotsorten. Eine Bäckerei in Deutschland hat eine reiche Auswahl an Brot. Ich nenne etwas Beispiele dafür. Brezen, die auch unter Japanern bekannt sind, kann man überall in Deutschland in jeder Bäckerei kaufen. Sie sind oft günstig und es gibt eine große Auswahl von Sorten. Zum Beispiel einfache Brezen, die mit unglaublich vielen Sonnenblumenkernen oder Kürbiskernen oder die mit Zuckerguss. Es gibt sogar Bäckereien, die hauptsächlich nur Brezen verkaufen. Die einfachen, runden oder viereckigen Semmeln verkauft man in jeder Bäckerei in Deutschland. Wie Brezen haben Semmeln auch eine große Auswahl. Zum Beispiel die einfachen, die mit vielen Sonnenblumenkernen oder Kürbiskernen oder die mit Sesam oder Mohn. Croissant hat auch viele verschiedene Sorten und jede Bäckerei hat oft mehrere Auswahl. Zum Beispiel einfaches Croissant, das mit Sesam, das mit Schinken und Käse oder das mit Schokoladefüllung und Nüssen. Sie sind knusprig gebackene Blätterteigrollen, rein mit Füllung aus saftig frischen Äpfeln oder mit Sauerkirschfüllung und in vielen Bäckereien in Deutschland verkauft man sie. Meistens sind sie mit Zuckerguss überzogen. Sie sind süße, schneckenförmige Brettchen und es gibt auch die mit Mohn, Rosinen oder Vanillecreme. In Japan gibt es kein Brot, das mit viel Mohn ist. Deswegen sind Mohnschnecken für Japaner komplett neu. Ich habe es noch nie gekauft, weil es für mich zu groß ist, aber man verkauft in einer Bäckerei verschiedene Sorten von sehr großem Brot. Es ist viereckig oder rund und es gibt zum Beispiel Toast aus Weizenmehl, schwarzes Vollkornbrot und Roggenbrot und Brot mit verschiedenen Kernen. Andererseits hat eine Bäckerei in Japan auch eine reiche Auswahl an Brot. Aber die Auswahl von Brotsorten in Japan ist komplett anders als die in Deutschland. In Bäckereien in Japan verkauft man normalerweise kein Brot mit Sonnenblumenkernen oder Kürbiskernen wie in Deutschland. Hier nenne ich 9 Beispiele für beliebte Brotsorten in Japan, die in den meisten Bäckereien verkauft werden. Zur Information heißt das japanische Wort Pan auf Deutsch Brot oder Brötchen. Wörtlich ins Deutsche übersetzt bedeutet Melonpan Melonenbrot. Es ist Süßgebäck in Halbkugelform und wird aus einem luftigen Teig hergestellt, der von einer dünnen Keksschicht mit Gittermuster umhüllt ist. Die Oberfläche ist knusprig und der innere Teil ist leicht und luftig. Ursprünglich hat Melonpan keine Melone enthalten und nur das Muster war wie eine Melone. Aber es gibt nun auch das mit Melonencreme aus Melonearoma oder Sirup und das ist auch sehr beliebt. Das Brötchen ist auch für Touristen in Japan sehr populär.
Das macht man aus einem Brotteig und wickelt ihn vor dem Backen um einen Kern aus Metall in Kegelform. Und nach dem Backen füllt man das Brötchen mit Schokoladencreme oder Vanillecreme. Da die Creme im Brötchen nicht gebacken wird, ist sie frisch, etwas saftig und stark. Es ist ein luftiges Brötchen gefüllt mit Vanillecreme. Die Form ist oft wie ein Handschuh von Baseball. Es gibt auch das mit Schokoladencreme oder Kaffeecreme statt Vanillecreme. Anpan ist ein japanisches Brötchen gefüllt mit süßer Azuki-Bohnenpaste. Im Stadtteil Ginza in Tokio gibt es die Ursprungsbäckerei von Anpan, Ginza Kimuraya. Da verkauft man viele verschiedene Anpan-Sorten, zum Beispiel das mit Kirschblüten, das mit Yuzu, eine Art von Zitrusfrucht, oder das mit weißer Gartenbohnenpaste. Das ist ein Brötchen gefüllt mit weniger saftigem Curry. Das Brötchen wird manchmal frittiert oder manchmal gebraten und es gibt auch das zusätzlich mit Käse. Es ist sehr beliebt ohne Unterschied in Bezug auf Alter oder Geschlecht. Das ist ein Brötchen mit einem Wiener Würstchen mit einem Spieß. Es gibt normalerweise etwas Ketchup drauf. Man kann damit die Harmonie von einem luftigen Brötchen und einem saftigen Wiener Würstchen genießen und es ist sowohl für Frühstück als auch für Snacks geeignet. Das habe ich nur ein paar Mal im Leben probiert. Aber das ist auch sehr populär in Japan. Yakisoba ist ein japanisches Nudelgericht und die Nudeln werden normalerweise zusammen mit Schweinefleisch, Kohl, Karotten, Sojabohnensprossen und Soße gebraten. Ein Yakisoba-Pan besteht aus Yakisoba in einem Hotdog-Brot. Das ist sehr beliebt, vor allem unter Schülern, aber auch in den anderen Generationen ist es beliebt. Es gibt dafür viele verschiedene Formen, aber das ist ein Brötchen, das zusammen mit Mais und Mayonnaise gebacken wird. Es gibt auch das mit Speck oder Brokkoli. Toastbrot in Japan ist anders als das in Deutschland. Das in Japan ist oft weiß, sehr weich und eine Scheibe davon ist größer und dicker. Wegen der Größe und der Dicke passt das japanische Toast vielleicht nicht zu einem normalen deutschen Toaster. In Japan gibt es kein Toast mit Kernen, sondern das mit Rosinen, Käse, Schokoladenstückchen. Wie erwähnt, sind Brotsorten in einer Bäckerei zwischen Japan und Deutschland ziemlich verschieden. Der Zusammenfassung von den bemerkenswerten Unterschieden ist folgender: Auswahl von einfachen Brotsorten, Auswahl von salzigen gefüllten Brotsorten, Füllung und Kerne oder Mohn und Weichheit. Wenn du eine Chance hast, Japan oder Deutschland zu besuchen, schau mal bei Bäckereien vorbei und probier mal und vergleich verschiedene japanische oder deutsche Brote miteinander. Sowohl in Deutschland als auch in Japan verkauft man oft in einer Bäckerei Sandwiches. Aber es gibt darin große Unterschiede. Sandwiches in einer Bäckerei in Deutschland bestehen oft aus Belegen in einem relativ langen Brot. Es gibt auch dreieckige Sandwiches, aber Brot für Sandwiches ist häufig in Deutschland lang,
wie das im Imbiss Subway. Dafür benutzt man oft braunes Brot oder Schwarzbrot und es ist meistens relativ hart. Es gibt manchmal auf dem Brot auch Kerne. Und es gibt oft im Brot sehr viele Belege, zum Beispiel Gemüse wie Eisbergsalat oder Tomaten, Schinken oder gebratene Hähnchenbruststreifen. Deswegen wird man damit gleich satt. Andererseits sind Sandwiches in Bäckereien in Japan oft dreieckig oder viereckig. Es gibt auch die mit einem langen Brot wie in Deutschland, aber normalerweise bestehen sie aus zwei weißen, weichen, dünnen Brotscheiben, zwischen denen sich ein oder mehrere Belege wie Gemüse, Schinken, Thunfisch oder Eier befinden. Und die belegten Scheiben werden diagonal zu Dreiecken geschnitten oder halbiert. Es gibt in Japan auch Sandwiches mit Schweinekotelett und Soße. Darüber hinaus gibt es auch Abwanderungen von Sandwiches mit Obst, Sahne oder Marmelade und sie sind auch populär. Japanische Sandwiches sind oft weniger voluminös im Vergleich zu denen in Deutschland. In einer Bäckerei in Deutschland verkauft man oft auch Kuchen. Es gibt normalerweise nicht nur eine oder zwei, sondern mehrere Sorten. Zum Beispiel Schwarzwälder Kirschtorte, Zwetschgenkuchen oder Schokoladekuchen gibt es oft da. Andererseits verkauft man in einer Bäckerei in Japan normalerweise gar keinen Kuchen. Es gibt ein paar, die Poundcake verkaufen, aber es ist in Japan sehr selten, dass eine Bäckerei frischen Kuchen mit Sahne hat. In einer Bäckerei in Deutschland verkauft man oft auch heiße Getränke wie Kaffee, Tee oder Schokoladegetränke und kalte Getränke wie Erfrischungsgetränke. Sie verkauft da oft viele verschiedene Getränkesorten und die Kunden kaufen oft sie zusammen mit Brot. Andererseits gibt es in einer Bäckerei in Japan oft keine Getränke wie Kaffee oder Erfrischungsgetränke. Selten hat eine Bäckerei in Japan Getränke, aber oft nur Kaffee oder Tee, also eine kleine Auswahl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo und ein Like bitte. Ich freue mich über Ihre Kommentare auch. Dann bis nächstes Mal. Bis bald. Matane.